Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind angekommen auf der Garden Route und heute nehmen wir euch mit hierhin in den Tsitsikamma Nationalpark mit seiner traumhaften Küste. Aber es gibt noch mehr zu sehen. Was zeigen wir euch jetzt? Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video haben wir euch mitgenommen in den Addo Elephant National Park, wo wir mit dem eigenen Mietwagen auf Safari gegangen sind. Wir haben nicht nur wahnsinnig viele Elefanten gesehen, darunter so kleine süße Exemplare wie diesen hier, sondern auch Zebras, Wasserbüffel, Kudus, Schweine, Affen, Giraffen und vieles mehr. Im heutigen Video starten wir nun also auf die Garden Route. Wir fahren von Port Elizabeth bis nach Plettenberg Bay, schicken dabei auch mal wieder unsere Drohne in die Luft, gehen im Tsitsikamma National Park ausgiebig wandern und finden zudem ein tolles Airbnb am Kürboom-Strand. Garden Route, wir kommen! Los geht's! Wir starten unsere Tour in Colchester, am südlichen Rand des Addo Elephant National Parks. Von hier fahren wir mit unserem Mietwagen in Richtung Küste und dann entlang der Garden Route immer weiter in den Westen. An Port Elizabeth fahren wir vorbei und machen einen ersten Halt in Gumtoos Mouth. Hier hatten wir per Google Maps Satellitenansicht einen riesigen Strand ausfindig gemacht. Der stellt sich als weitläufige Dünenlandschaft heraus. Im Kruger und Addo Nationalpark, die wir in den letzten 2 Wochen besucht haben, mussten wir unsere Drohne leider, aber natürlich auch verständlicherweise, eingepackt lassen. Hier können wir sie aber endlich mal wieder in die Lüfte schicken. Danach fahren wir weiter und legen unseren nächsten Stop in Jeffreys Bay ein. Auch dort, im Surfers Paradise der Garden Route, lassen wir unsere Drohne nochmal in den Himmel steigen. Aus der Luft sieht doch alles gleich nochmal cooler aus. Und jetzt sind wir hier in unserem überragenden Airbnb in Plettenberg Bay, beziehungsweise in ein bisschen außerhalb gelegenen Kürboom-Strand. Ich sage überragend, denn neben unserem Airbnb, das wir am Kruger Nationalpark hatten, ist das hier definitiv eins unserer absoluten Favoriten bisher. Wir sind hier in so einem loftähnlichen Obergeschoss untergebracht. Nur einen Steinwurf vom Meer entfernt und haben unter anderem eine riesige Dachterrasse auch, die von morgens bis abends in der Sonne liegt. Richtig cool. Und obwohl das hier alles so fancy wirkt oder ist, zahlen wir hier nur umgerechnet 59 € die Nacht. Das ist echt super und auch unsere Hosts sind total toll. Diane und Peter haben uns hier schon rumgeführt,
haben uns alles gezeigt, haben uns super viele Tipps gegeben, haben die Gegend hier als absolutes Paradies für Urlauber aller Art bezeichnet. Und ja, auch wenn wir leider nicht alles machen können, was es hier ja, zu tun und anzuschauen gibt, ja, haben wir uns definitiv schon ein paar Favoriten rausgepickt, beziehungsweise hatten uns die auch vorher schon rausgesucht. Aber ja, gerade wenn es um so Sachen wie Restaurant-Empfehlungen und so gibt, sind ja, persönliche Empfehlungen ja immer Gold wert. Und ja, die Highlights werden wir in Angriff nehmen morgen. Jetzt kommen wir erstmal in Ruhe an und genießen ein bisschen die Umgebung. Und morgen geht es dann richtig los. Ja, und am nächsten Morgen sind wir dann nochmal ein paar Kilometer die N2 zurückgefahren, um zum Tsitsikamma National Park zu kommen. Offiziell ist er seit 2009 gar kein eigenständiger Nationalpark mehr, sondern inzwischen Teil des sogenannten Garden Route National Parks. Aber alle Schilder, die wir finden konnten, zeigen noch immer den Tsitsikamma National Park. No worries. Thank you very much. You too, thank you. Nachdem wir gestern vom Addo Elephant Park bis nach Plettenberg Bay gefahren sind, sind wir jetzt nochmal eine knappe Stunde zurückgefahren, um hier im Tsitsikamma Nationalpark wandern zu gehen. Und zwar wollen wir zwei Wanderungen machen. Eine ein bisschen länger, den sogenannten Waterfall Trail. Der ist so 2,5–3 Stunden lang in die Richtung. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Richtung über eine sehr bekannte Hängebrücke und zu ein paar Aussichtspunkten. Und das alles bei traumhaftem Wetter und an dieser wunderschönen Küste mit riesigen Wellen. Ich kann es kaum erwarten. Los geht's! Wenn ich das sehe, vermisse ich unseren Campervan noch doller. Ich meine, was ist das für ein traumhafter Stellplatz? Mit dem Blick. Richtig, richtig cool. Aber die Hütten da oben sind auch nicht schlecht. Also wir wissen, dass Südafrikaner Camping begeistert sind. Das haben wir schon festgestellt, als wir vor unserer Reise ein paar Wohnmobilvermietungen angefragt haben und die teilweise komplett ausgebucht waren für den Zeitraum. Ja. Ja, und wenn man Stellplätze wie diesen sieht, kann man das doppelt und dreifach gut verstehen. Jo. Ich bin ein Filmemensch. Ja, ich auch. Ja, du auch. Wunderschön. Es
ist einfach so schön. Es ist schon verrückt, wie so ein bisschen Natur solche Glücksgefühle in mir auslösen kann. Sehr schön. Also hier ist schon nicht ohne, hier muss man schon ein bisschen hoch und runter kraxeln auf den Felsen. Mal gucken, wie weit es noch ist. You can do it. Ja. Hätte man das nicht fragen. Da sind wir! Sehr, sehr cool. War doch ein bisschen mehr hoch runter als ich dachte. Also mehr so halt eben über diese Felsen kraxeln. Ja. Aber ja, sehr, sehr cool. Und jetzt mache ich einmal Schnipp. Und jetzt sind wir zurück. Der Weg ist nämlich leider kein Rundwanderweg, sondern man geht auf dem gleichen Weg hin wie zurück. Da haben wir jetzt dann nicht gefilmt. Jetzt sind wir zurück am Auto, zurück im Main Camp und sind ein kleines Stück schon nach unten gefahren hier. Und von hier starten wir jetzt auf die zweite ganz kurze Wanderung rüber über die Suspension Bridge, die Hängebrücke. Und danach werden wir mal schauen, dass wir eine Kleinigkeit zu essen kriegen im Restaurant. Jo. Weiter geht's. Der Weg hier ist auf jeden Fall deutlich besser ausgebaut und einfacher zu laufen. Ah, hier geht's runter. Ja. Dann. Wobei hier ist vielleicht ein Viewpoint, ne? Vielleicht. Ja, können wir gleich hingehen. Vielleicht. Bobby! Da sind Robben!
Okay, wisst ihr genau, was das war und warum das da so am Baum hängt? Fahren die irgendwie auch aus ihrer Haut? Diese Riesengrashüpfer oder was auch immer das ist? Also dafür, dass Tina Höhenangst hat, macht sie das sehr, sehr gut. Wir haben aber auch viel geübt in Nepal, als wir im Himalaya unterwegs waren. Da gab es einige solcher Hängebrücken. Ich glaube, ich kriege gleich Ärger. Ich bin das nicht, das wackelt einfach so. Dance. Oh, that girl is crazy. Man hätte jetzt noch weiter hoch zu einem Aussichtspunkt gehen können, aber ganz ehrlich, das war uns viel zu steil. Und deswegen gehen wir jetzt zurück. Genug Adventure für heute und suchen uns was zu essen. Yay! Eigentlich gab es hier mal ein ganz schönes Restaurant, haben wir uns sagen lassen. Aber das ist leider vor ein paar Jahren abgebrannt. Und erst jetzt wird hier Neues gebaut. Und ja, deswegen ist das ursprüngliche Restaurant jetzt besteht leider nur aus ein paar Zelten. Aber naja, wir haben Hunger. Und die Aussicht ist genauso schön. Nach den tollen Wanderungen gestern haben wir heute unser Airbnb gar nicht verlassen. Das liegt einerseits daran, dass heute wirklich gar nicht schönes Wetter war. Es hat fast die ganze Zeit geregnet, ist immer jetzt noch sehr bewölkt. Und es liegt daran, weil wir heute mal wieder ein paar Sachen erledigen wollten. Wir haben an unseren Laptops gesessen und Bilder sortiert, am Video geschnitten und Co. Aber jetzt habe ich dann doch noch einmal kurz die Kamera rausgekramt, denn der guten alten südafrikanischen Tradition folgend gibt es heute Abend Essen vom Grill. Wir haben ein richtiges Festmahl vor uns. In typischer Brei-Manier beenden wir also den Tag. Und damit beenden wir auch dieses Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, mit uns einen kleinen Teil der Garden Route zu erkunden. Beim nächsten Mal nehmen wir euch dann unter anderem mit in das faszinierende Robberg Nature Reserve vor den Toren von Plettenberg Bay. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Darüber würden wir uns genauso freuen, wie wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch gebt. Vielen Dank fürs Zuschauen, viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. So, und jetzt genießen wir unser Essen und schauen dabei Netflix.